Aber was soll dann zum Beispiel dieser Wirtschaftsgipfel morgen beim Kanzler bringen? Er hat ja natürlich Mercedes, Volkswagen, BMW eingeladen. Das ist doch weiter die Konzentration auf die Autoindustrie. Und da will doch die Politik wieder ihren Einfluss geltend machen. Hey Leute, heute haben wir ein brandheißes Thema, das uns alle betrifft. Die drohenden Werksschließungen bei Volkswagen. Die Firmenleitung will gleich 3 Werke in Deutschland dicht machen und damit 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Besonders bitter ist die Situation in Osnabrück, wo kürzlich ein wichtiger Auftrag von Porsche verloren ging. Hier wird deutlich, wie gefährlich es ist, den Regierenden zu viel zu vertrauen. Statt die Herausforderung der Automobilindustrie wirklich anzugehen, wird nur darüber geredet, wie man Millionen sparen kann. Und das auf Kosten der Arbeitnehmer. Wenn wir uns nicht wehren, könnte dies das Ende von Autodeutschland bedeuten. Bleibt dran, denn in diesem Video schauen wir uns an, wie der Betriebsrat Widerstand ankündigt und was für die Zukunft der deutschen Automobilindustrie bedeutet. Lasst uns gemeinsam darüber sprechen, was hier wirklich abläuft. Auf geht's! Der Showdown beim kriselnden Autogiganten VW, und Isabel hat es ja eben angesprochen, ist also in vollem Gange. Nun wurde bekannt, dass die Firmenspitze mindestens 3 Werke in Deutschland schließen will und plant, Zehntausende Arbeitsplätze abzubauen. Als besonders gefährdet gilt das Werk in Osnabrück, das kürzlich einen erhofften Folgeauftrag von Porsche verloren hatte. Das erklärte die mächtige Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo bei einer Mitarbeiterveranstaltung in Wolfsburg. Bei dem kriselnden Autobauer gehen am kommenden Mittwoch die Tarifverhandlungen weiter. Laut einer sogenannten Giftliste sollen 4 Milliarden Euro eingespart werden. Dazu zählt auch eine pauschale Lohnkürzung von mindestens 10%. Und zugeschaltet ist mir nun der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Guten Tag, Herr Professor. Schönen guten Tag, hallo. Herr Professor, jetzt wissen wir also, der Showdown bei Volkswagen, er nimmt seine Züge an. Mindestens 3 Werke sollen in Deutschland geschlossen werden. Massive Lohnkürzungen, massiver Arbeitsplatzabbau. Würden Sie da wirklich von einem Showdown sprechen oder ist das tatsächlich die Giftspritze, die erwartet worden war? Also es ist die harte Auseinandersetzung, die jetzt läuft und die Meldung kam ja von der Betriebsratsvorsitzenden, von Frau Cavallo. Also sie schüttet jetzt richtig nochmal Benzin in das Feuer, indem es auflodern lässt, indem man die Öffentlichkeit alarmiert und klar macht, man will diese 3 Werke nicht geschlossen haben, man will nicht an die Dinge rangehen, die geändert werden müssen. VW hat ein ewiges Problem. Diese Dinge kommen immer wieder. Dieselgate war der letzte große Problemfall, den man hatte. Und das Thema ist immer wieder, Niedersachsen wird geschont. Über Niedersachsen ist eine Decke drüber, die keine Veränderungen zulässt, weil das Land 20% der Stimmen hat und weil die IG Metall in Niedersachsen ihre ganz, ganz große Stärke hat. Also das wird jetzt ein spannender Kampf sein, inwieweit es da Änderungen gibt. Aber die grundlegende Überlegung, das grundlegende Problem ist einfach die falsche Konstitution von VW, dass Niedersachsen 20% der Aktien hat von VW, dass die deutsche Mitbestimmung dann der IG Metall 50% der Aufsichtsratssitze gibt, bringt VW immer wieder in Probleme, weil man über Niedersachsen eine Decke hat, an der man nichts, eine Schutzschicht, an der man nichts ändern kann. Herr Professor, Sie sprechen natürlich jetzt die politischen Folgen, die politische Situation bei Volkswagen an. Und Niedersachsen hat ja auch die goldene Aktie, ohne die geht gar nichts, ist der zweitgrößte Aktionär. Aber wenn man sich die Krise bei Europas größtem Autobauer anschaut, dann muss man auch feststellen, dass die Konzernspitze erhebliche Fehler bei den Modellen gemacht hat. Viel zu spät auf E umgestellt, viel zu teuer auf E reagiert und sie dann verkauft. Und die sind da überhaupt nicht wettbewerbsfähig gegen andere. Skoda ist ganz gut, gehört zu VW, aber VW hat das nicht gemacht. Und vor allen Dingen die Konzentration auf den Markt in China, das sind doch Fehler, die die Konzernspitze gemacht hat. Schauen Sie, Skoda ist das gleiche wie VW, nur mit anderen Kostenstrukturen. Skoda funktioniert. Es sind die gleichen Modelle, die man hat. Es ist ein anderes Design, ein anderes Outlay, was man hat, aber der Kern ist der gleiche. VW ist derjenige, der in Zwickau ein ganzes Werk umgestellt hat auf Elektromobilität, also zuerst das gemacht hat.
Dann haben die Politiker die Elektromobilität fallen lassen. Und jetzt hat man natürlich große Probleme, nicht nur bei VW, sondern auch bei anderen Autobauern, die zu stark in die Elektromobilität investiert haben, weil man den Politikern geglaubt hat. Also man hat dieses Problem schon seit Jahrzehnten, dass in Niedersachsen Kostenstrukturen schlecht sind, dass man in Niedersachsen nichts ändern kann, dass in Niedersachsen eine Glocke drüber liegt. Und in Niedersachsen hat man knapp 100.000 Beschäftigte. Also VW hängt an Niedersachsen. Und dieses Hängen an Niedersachsen ist das Problem. Skoda ist das beste Beispiel. Die gleichen Autos, die gleichen Fabriken, die gleichen Strukturen, dass es sehr, sehr erfolgreich sein kann. Aber dazu muss man sich an den Markt anpassen. Und das funktioniert in dieser politischen Konstellation, die wir haben, eben nicht. Das Gleiche war bei Dieselgate. Auch dort hat man ein Ventil gesucht, um aus diesen Kostennachteilen, die man hatte, rauszukommen. Da war es die Illegalität. Aber was soll dann zum Beispiel dieser Wirtschaftsgipfel morgen beim Kanzler bringen? Er hatte natürlich Mercedes, Volkswagen, BMW eingeladen. Das ist doch weiter die Konzentration auf die Autoindustrie. Und da will doch die Politik wieder ihren Einfluss geltend machen. Also wie kommen wir aus dieser Misere raus? Was muss in Deutschland tatsächlich passieren? Von Finanzminister Lindner wollen wir jetzt gar nicht reden, da mit seinem Gegengipfel mit den Familienunternehmern, mit dem Handelsverband, die mit dabei sind. Es ist doch ein totales Chaos, was wir da im Moment sehen, wirtschaftspolitisch in Deutschland. Also Deutschland ist fast schon wie ein Entwicklungsland. Die Brücken brechen zusammen. Die Verkehrsinfrastruktur ist jämmerlich, egal ob es Bahnen oder Straßen sind. Die Logistikkosten laufen uns weg. Die Energiekosten sind die höchsten der Welt, die wir haben. Warum? Weil wir eine Wirtschaftspolitik haben, eine Industriepolitik, die aktionistisch ist. Das, was Habeck macht, ist reiner Aktionismus, von einem Thema aufs andere Thema springen und nichts zu Ende führen. Und das führt dazu, dass wir in einem so einem Zustand sind, in dem wir heute sind. Also Deutschland muss sich neu besinnen. Deutschland muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Autobauer, die sind nicht für Deutschland verantwortlich. Mercedes, BMW, VW ist nicht für Deutschland verantwortlich. Bei VW hat man dieses politische Problem. Deshalb gehe ich davon aus, dass in der Zukunft viel mehr in China passiert. Direktinvestitionen in China werden steigen, werden erhöht werden von den deutschen Autobauern, einfach weil man die braucht, um in dem wichtigen Markt, in dem wichtigsten Markt der Welt konkurrenzfähig zu sein. Also Deutschland hat viel an seinen Chancen verspielt. Das ist ein politisches verspieltes Thema, was wir haben. Das, was in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland gemacht worden ist von der Politikseite, hat Deutschland in die Probleme gebracht, in denen wir heute stecken. Professor Ferdinand Dudenhöfer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und auch Ihre deutlichen Worte. Gerne. Tschüss. Die Kreuze